Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen GTA 5 Online-Video und in diesem Video rede ich über ein paar GTA-Update-Ideen, Inhalt-Ideen. Es wird nicht alles ein Thema sein, zum Beispiel bei Cayo Perico haben wir ja die Insel, Heist-Mission und die ganzen Fahrzeuge passen dazu, sondern es könnte halt sowas sein wie zum Beispiel neue Schuhe. Willst du jetzt ein neues Update machen rund um Schuhe? Nein, natürlich nicht. Aber bevor wir damit loslegen, im vorletzten Video, meine Damen und Herren, habe ich der Community eine Challenge gestellt. Wenn dieses Video, also das vor 2 Tagen, 3200 Likes kriegen wird, dann muss ich im Bekleidungsgeschäft an der Theke Kleider im Wert von fast 10 Millionen Dollar kaufen. Das heißt Daumen nach oben und dann muss das Geld von mir weg. Warum bin ich auf die Idee gekommen, jetzt nochmal so ein Thema zu machen? Von wo kommt das her? Aus der Nase gezogen? Nein, ich habe halt gelesen in letzter Zeit, wie oft die neuen Konsolen gelobt werden. PlayStation 5 genauso viel wie Xbox Series S und X. Und es ist dann halt nun mal so, Leute, dass wir halt noch die verbesserte Version in GTA 5 bekommen werden für die aktuellen Konsolen. Das heißt, Rockstar Games hat Möglichkeit dazu, neue Updates herauszubringen, das Ganze zu verbessern und optimieren, und deswegen dachte ich mir, wenn so oft die Konsole gelobt wird und GTA 5 erscheinen wird und leider dadurch sehr wahrscheinlich GTA 6 ein bisschen später erscheinen wird, machen wir einfach mal gemeinsam ein Video und schauen uns mal an, was für Updates für GTA 5 erscheinen könnten. Wie schon am Anfang gesagt, nicht alles muss ein Thema sein, einfach verbesserte Updates, Performance-Updates und so weiter und so fort. Was ist euer größter Wunsch? Was würdet ihr euch wünschen? Und ich werde Polizei-DLC nur jetzt erwähnen und dann gar nicht mehr, weil ich habe keine Hoffnung mehr, dass das irgendwie kommen wird. Dazu gab es ja aber separat schon ein Video. So, wir fangen einfach mal an, Leute, mit dem wichtigsten oder mit dem größten Wunsch von mir als langjähriger GTA-Spieler: eine richtige Map-Erweiterung. Ich rede nicht von Cayo Perico. Cayo Perico ist gut. Cayo Perico macht Spaß, aber Cayo Perico ist nur für Heist-Missionen da. Ansonsten kann man nur in diese Dance-Party-Area und das war's schon, und das macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen muss Rockstar Games auf jeden Fall, weil wir GTA 5 ein bisschen länger haben werden, gehe ich mal stark von aus, einfach den Move machen und einen Ort rausbringen oder mehrere Orte rausbringen, weil das halt kein Problem ist mit den neuen Konsolen. Und mir fällt sofort ein Ort ein, den man hinzufügen könnte, und zwar Las Venturas, wie in GTA San Andreas. In GTA San Andreas war das Feeling meiner Meinung nach richtig nice, von Ort zu Ort zu gehen. Wir hatten mehrere Städte und nicht nur eine Stadt, und das fehlt mir in GTA 5. In GTA 5 haben wir Los Santos und dann haben wir halt sehr viel Gelände und kleinere, ja, darf man das schon Städte nennen oder Dörfer, je nachdem wie man das sieht. Auf jeden Fall fehlen uns in GTA weitere Orte. Eine Map-Erweiterung würde auf jeden Fall gut sein. San Fierro, also San Francisco, könnte man auch hinzufügen. Ist auch eigentlich streng genommen kein Problem für Rockstar Games. Wenn man sich das mal anschaut, was Modder mittlerweile alles machen, dann sollte das auch machbar sein. Casinos hinzufügen, vielleicht neue Automaten. Podium darf es aber nur in Los Santos geben, und bei den anderen Casinos muss man dann halt sich eventuell etwas anderes mal einfallen lassen. Aber Map-Erweiterung ist, glaube ich, das Beste, was Rockstar Games machen könnte. Eine richtige Map-Erweiterung, eine richtige Stadt mit richtig viel Action. Mein größter Wunsch ist ja sowieso, dass wenn GTA 6 kommt, dass die halt GTA 5 Karte und GTA 6 Karte zusammen verbinden. Sag niemals nie im Spielebusiness. Mittlerweile ist es ja so, dass sehr viele Leute GTA in einer Solo- oder Einladungsfreunde-Crew-Lobby spielen. Also nicht in der offenen Lobby, weil die offene Lobby halt sehr aggressiv ist, sehr gesalzen ist, salziger als gesalzene Salzchips, wie ich das gerne sage. Normalerweise fehlerfrei, aber dieses Mal nicht. Auf jeden Fall müsste Rockstar Games dafür etwas hinzufügen, und zwar so eine Rivalen-DLC. Und Rivalen-DLC ist einfach, dass nicht spielbare Charaktere, Bots, einfach uns ausrauben, wir die ausrauben können, Waren voneinander stehlen können und verkaufen können. Also da soll halt richtig so ein Bandenkrieg ähnliches Szenario entstehen in GTA, wie aus GTA San Andreas kann man sich das vorstellen. Du musst Mitarbeiter einstellen, du machst dadurch natürlich auch viel Geld, klar, aber dadurch, dass du Mitarbeiter einstellen musst, Fahrzeuge handeln musst und so weiter, könnte das halt interessanter werden. Du machst also viel Geld, aber musst auch viel ausgeben, damit du halt oben bleibst, und das wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach etwas Frisches, Neues und Abwechslungsreiches, dass du halt nicht mehr in der offenen Lobby halt rumschwitzen musst, sondern halt
Rivalen in Form von Bots hast. Vielleicht hast du dann auch die Möglichkeit, irgendwie, ja, den großen Boss zu jagen und du wirst gejagt und wenn du geholt wirst, verlierst du alle Waren. Also da könnte wirklich meiner Meinung nach was Wildes, Interessantes entstehen, wenn Rockstar Games daran arbeiten würde. Das wäre ziemlich nice. Ein Update mit Thema wäre Militär-Update. In GTA gibt es sehr viele verschiedene Militärfahrzeuge, aber der größtenteils ist gefühlt aus den 70ern, 80ern und 90er Jahren. Ein, zwei moderne Sachen sind dabei und mittlerweile gibt es so viele verschiedene wilde Technik und es gibt auch einige E-SUVs mit Geschütz und so weiter. Also da gibt es so viel wilde Sachen, die Rockstar Games hinzufügen könnte. Das Ding ist einfach nur, vielleicht wollen sie das nicht machen wie in GTA 6, weil das alles schon für GTA 6 vergeben ist. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann brauchen wir auf jeden Fall neue Panzer, wir brauchen neue Hubschrauber, wendige, schnelle Hubschrauber und wir brauchen auf jeden Fall neue Kampfflugzeuge. Laserjet ist nice, aber gibt schon seit Anfang an. Endlich muss mal etwas, was besser ist als Laserjet am Start sein. Und dann nicht nur ein Kampfjet, sondern halt mehrere Versionen und Varianten, was halt deutlich angenehmer und schöner wäre, weil jedes dann halt Vor- und Nachteile hätte und je nachdem, gegen wen man kämpft, kann man gewinnen oder verlieren. Ausrüstung sowieso. Thema Bekleidung, da brauchen wir auf jeden Fall neue Arten, also zum Beispiel Richtung Anime, Crossplay oder nicht Cross, sondern Cosplay ist ja auch eine Kultur mittlerweile gewesen. In die Richtung kann man gehen. Thema Filmrichtung, also sowas wie die Sonnenbrille vom Terminator fällt mir jetzt ein, Rambos Messer, Rambos Pfeil und Bogen, da haben wir schon wieder neue Ausrüstung. Im echten Leben ist das vielleicht eine Pest, aber in GTA wäre das lustig, so ein E-Roller, den du dir umschneiden kannst eventuell, obwohl ne, die sind schwerer als normale Roller. Ja, je nachdem, ist ja GTA, ist ja kein echtes Spiel. E-Roller, was du halt ganze Zeit mittragen kannst, umschneiden kannst, in deine Tasche rein, E-Fahrrad, also es gibt sehr viel E-Produkte, wird den einen oder anderen nicht gefallen, aber kann man halt nun mal in GTA perfekt hinzufügen und würde halt für Abwechslung sorgen. Meiner Meinung nach kann man sehr viele Gebäude einfach wegnehmen, alte Gebäude weg und neue hinzufügen, wo es dann halt ein Innenleben gibt. In GTA 4 zum Beispiel hatten wir Internetcafé, wir hatten normale Cafés, wo man rein konnte ohne Ladezeit. Zum Beispiel in einen Nachtclub kannst du heutzutage nur rein, wenn es am Laden ist und das war's dann. Also solche Sachen müsste es auf jeden Fall geben. Baustelle ist problematisch, weil in einigen Baustellen gibt es Missionen. Diese Mission kann man natürlich löschen oder verlegen, aber ich weiß nicht, ob das halt schwer oder einfach ist. Deswegen sage ich nicht, dass man die Baustellen fertig kriegen sollte, aber wenn das kein Problem sein sollte, dass man die Mission entfernt oder verlegt, dann sollten auf jeden Fall auch sehr viele Baustellen, die mittlerweile auch im echten Leben bei Los Santos fertig sind, auch in GTA 5 gefertigt werden. Und dann gibt es halt dort auch ein bisschen Abwechslung, neue Missionsmöglichkeiten. Allgemein sollte es sehr viele neue Missionen geben in der offenen Lobby, weil ich keine Lust habe, immer halt Kontaktliste, Job anfordern und dann in eine Jobmission-Lobby rein möchte. Es muss sich sehr viel tun und was ich auch tun muss, ist im Straßenverkehr von GTA. Straßenverkehr ist noch von 2013, dort sollten mittlerweile schon DLC-Fahrzeuge rumfahren. Der einzige Grund, warum das Rockstar Games nicht macht, ist ganz einfach, weil du dir die Fahrzeuge halt besorgen sollst, kaufen sollst und fahren sollst und nicht von anderen NPCs klauen sollst, weil dann wirst du ja kein Geld ausgeben und keine Shark-Cards kaufen. Und das wäre blöd aus der Sicht von Rockstar Games. Aber mittlerweile ist das ja so, nach zwei Cayo Perico Heist-Missionen kannst du dir die 99% der Fahrzeuge holen. Es gibt hier und da ein paar Ausnahmefälle, aber größtenteils nach 2 Heist-Missionen hast du im Schnitt 2,6 Millionen Dollar und da kannst du halt den Großteil holen, die besonderen Special-Fahrzeuge nicht. Ja Leute, das waren meine Vorschläge, was uns so in GTA erwarten sollte, meine Wunsch-Updates und Wunschliste. Ich habe noch sehr viel mehr, aber ich glaube, ich habe den Großteil, den viele von euch gefallen würde, erwähnt. Eine Sache noch, die es sehr wahrscheinlich nie geben wird, getrennte Lobbys, also offene Lobby für PvP und offene Lobby für PvE, wo man sich gegenseitig nicht angreifen kann, wie man, wenn man CEO ist oder MC-Unternehmen hat, da kann man sich auch gegenseitig nicht holen. Wäre schon interessant. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!